Franziska, ich habe eine Excel-Arbeitsmappe, in der ich verschiedene Tabellenblätter habe. Und diese möchte ich zum Teil ausblenden, sodass sie der Empfänger nicht mehr sieht und auch nicht mehr ohne weiteres einblenden kann. Welche Möglichkeiten habe ich? In Excel haben wir zwei Möglichkeiten, Markus. Wir wechseln dazu erstmal zu Excel. Du siehst meine Tabelle und ich habe hier eine Registerkarte Tonträger, die soll sichtbar sein und Tonträgertyp und Label soll ausgeblendet sein. Wie geht's? Wenn du das Tabellenblatt Label ausblenden möchtest, kannst du mit der rechten Maustaste auf Label klicken und dann Ausblenden auswählen. Jetzt ist dieses Arbeitsblatt ausgeblendet. Mit dem Nachteil, dass wenn du auf ein anderes Arbeitsblatt klickst, mit der rechten Maustaste jederzeit wieder auf Einblenden gehen kannst und das Tabellenblatt wieder einblenden kannst. Nicht so gut, deswegen gibt es eine zweite Variante. Du wählst das passende Arbeitsblatt aus, gehst dann auf Entwicklertools oder drückst Alt F11, dass du in die VBA-Oberfläche kommst und siehst nun oben links die verschiedenen Tabellenblätter. Und wenn du jetzt zum Beispiel Labels auswählst, gibt es eine Eigenschaft Visible und die steht momentan auf -1, XL Sheet Visible. Wenn du jetzt auswählst XL Sheet Very Hidden und zurückgehst in deine Excel-Tabelle, siehst du, dass dieses Arbeitsblatt ausgeblendet ist und du jetzt nicht mehr mit der rechten Maustaste auf Einblenden gehen kannst, sondern dass es wirklich ausgeblendet ist. Das Ausblenden rückgängig kann man nur wieder machen, wenn man wieder in die VBA-Umgebung geht und dort die Eigenschaft ändert, wieder auf Visible.